Weil dann haben wir das hier. Das haben wir gelesen. Okay, wir müssen jetzt also wissen, wo diese ganzen Orte sind auf der Karte. Cool. Also, ich würde sagen, wir gehen mal nach Hause. Also, ich weiß, wo ein paar davon sind. Vielleicht kommen wir ja zufällig an den Orten vorbei und ich erinnere mich dran oder so. Weißt du was? Gut, wir können eins machen. Ich weiß nämlich, wo diese Brücke ist. Die hier. Ich weiß noch nicht, wo wir da runterkommen sollen, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Das müsste die große Brücke sein. Die da oben. Beim Flüchtlingslager, oder nicht? Die Viktoria-Brücke. Gucken wir mal. Wenn ihr wisst, wo was ist, ne, dann schreit gerne. Muss ich es nicht allein suchen. Das ist doch nicht die Brücke. Lass mich mal gucken. Lass mich mal Loki machen. Nee, es war, ich weiß, welche Brücke das war. Das war die mit dem Turm. Da, wo wir, genau, die da. Die war das. Da, wo wir das hatten, den Fall mit dem Dude, der aus dem Fenster, aus dem Turm gestürzt ist. Die Brücke. Merhaba. Das ist doch die. Oder nicht? Ja. Auch von der anderen Seite. Okay. Jetzt machen wir die Schatzjagd ja doch. Ja, laufen Sie weiter, danke. Hey, nochmal von der anderen Seite? Ich glaube von der ganz anderen Seite, ne? Da und da. Kommen wir hier hoch. Look at that airship. That is some view. At least something's changed since the last time we were here. I bet that toy isn't cheap. Well, it's gorgeous. From an engineering point of view, at least. Let's take a closer look through this telescope. Okay. Wir haben einfach hier was gefunden. They put it there so people don't forget they are still in dear old Britain, regardless of the climate. Either that, or it's a reminder for the locals to behave. Led Zeppelin, 1880. Built in the Led name Zeppelin. of power and glory Das heißt of Lied. invaders, with the assistance of their dog, Edric Arat will be avenged. Somebody used red paint to write invaders over Great Britain and their dog over the governor's name, and then added Edric Arat will be avenged. Interesting. What is Edric Arat? Not what? Who? It's a Turkish name. Somebody seriously doesn't like this machinery floating above their heads. If they mean this revenge thing, something bad might happen. Maybe we should look into it. What'd you say, Sherry? Okay, wir haben also einen neuen Fall. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay.
Ja, es müsste auf der ganz anderen Seite sein, ne? Genau hier so quer rüber. Hoffe ich. Gut, gehen wir mal über die Brücke drüber. Das ist jetzt heute echt ein bisschen mehr rumgesucht, oder? Hallo? Sind wir wirklich an dieser Kacklampe da stecken geblieben? Wow. Oh. Oh, das sieht voll cool aus. Mit dem halben Bogen und der Lampe da dran. Ich weiß, ich bemerke immer die komischsten kleinen Details. Außerdem mag ich es, wie die Lichter immer in der Ferne so langsam angehen. Guck da. Das ist voll cool. So. Oder? Hä? Nee, es ist wieder die andere Seite. Ich bin einfach ein Bonobo. Ich krieg das mit dem Turm auf der richtigen Seite nicht gescheit hin. Ja. So jetzt. Gut. Aber das ist kein Baum, oder? Ah, da ist ein Baum, oder? Da kommen wir sogar hin. Ui, 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 ui. Oh! It was in the very place marked on the treasure map. Wir haben es geschafft. Nice. Ich habe keine Ahnung, was das ist. 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 Das auch nicht. Kommt mir bekannt vor. Aber das hier hohe Turm, ist das nicht sogar das auf der anderen Seite, der Turm? Der da? Hä? Ah, der da. Oder? Ja? Der da. Ah, nee, das ist rund oben. Der da vorne, oder? Nee, auch nicht. Der hat keine Uhr. Mist. Okay, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sehen wir die Sachen ja noch irgendwo. Wir machen jetzt auf jeden Fall... Wir reisen jetzt einfach mal heim. Heim. So, da. Ich muss auch gleich mal aufs Toilettchen. Toiletti Schmetti, muss ich? Das ist ja ein riesiges Paket. Holy shit. Holy... Au! Ah! Oh! Keine Hand. Gut angehauen. Holy Schmoli, oder? The fuck? Ist das ein Skelett mit einer Flosse? Soll das eine Meerjungfrau sein? Just look at this thing. It's huge. What a bizarre object, and yet oddly familiar. Haben wir eine Erinnerung? Das sieht ein bisschen aus wie Cthulhu. Tentakelmonster. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. Das ist Mycroft. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but
mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Musik vor dem Eskalieren. Es war ein interessantes Gespräch und recht emotional. Dafür, dass sie eigentlich, ja, ich weiß nicht emotional, keine emotionalen Personen sind, finde ich. Sehr interessant. Gut. Genau neben so einem Gemälde. Im Erdgeschoss. Okay. Ja, da direkt, ne? Das ist doch das Gemälde mit den Pyramiden. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Das ist exakt das Gemälde. Hä, wo ist was? Ah, da! Okay. Hallo? I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Vielleicht eine... Also das, was wir draußen sehen mit dem Skelett? Ja. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Mother? It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Klar ist das eine Fälschung. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Errungenschaft wie kurios.
Nice. kuriosen Kabinet. Ah, finde ich yes, ja nice. my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Stimmt, vielleicht. Der Heilige Gral oder so wahrscheinlich. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Killerkanickel. Ein Killerkanickel. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Voll cool, ich mag solche Kuriositätenkabinette. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take The it full instead plate your armor of pistol. Sir Robert Saunford. Also, sorry. I was told my father won it in a wager. Diplom. Zerrissenes Diplom. Ein zerrissenes Diplom, das ich im Kuriositätenkabinett fand. Jemand hat es absichtlich zerrissen. Nachdem ich es wieder zusammengesetzt hatte, konnte ich es übersetzen. Im Namen der Universität Genf der Schweiz bestätigen wir, die Rektoratsmitglieder der Universität, dass Herr Otto Richter die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen erfolgreich bestanden hat und verleihen den Titel des Doktors der Medizin mit allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Oh, das hat sie doch bestimmt zerrissen, oder? Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. Mit Tulpa. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Brief von Otto Richters Bruder. Lieber Bruder, wie ich gehört habe, bist du vor kurzem auf Codona eingetroffen. Hast du schon versucht, Zeit für einen Besuch zu finden? Mir fehlen unsere anregenden Gespräche, auch wenn wir niemals einer Meinung waren. Auf Codona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie. Entschuldigung. Otto Richters private Aufzeichnung. Mrs. Holmes ist eine höchst interessante Patientin und eine ideale Testperson, um einige meiner Theorien zu überprüfen. Ich werde versuchen, sie wiederholt in die traumatische Situation zu versetzen, die ihrer geistigen Krankheit vorherging. Ich bin überzeugt davon, dass ein erneutes Erleben dieses Momentes ihrem Verstand die Gelegenheit verschaffen wird, das Geschehene zu akzeptieren. In letzter Instanz wird sich ihr Geist auf diese Weise selbst heilen. Zudem ist es ein Glücksfall für mich, Zeit mit der Familie Holmes verbringen zu können. Vielleicht kann ich so die Vererbbarkeit von psychischen Eigenschaften, gleich ob Stärken oder Schwächen, untersuchen. Ich kann jetzt bereits feststellen, dass alle Familienmitglieder eine ungewöhnlich hohe Intelligenz aufweisen. Offenbar hat der Zustand von Mrs. Holmes auch bei ihrem jüngeren Sohn Sherlock etwas ausgelöst. Aufgrund des Schutzverhaltens des älteren Sohnes kann ich zwar keine ordentliche medizinische Untersuchung durchführen, doch es hat den Anschein, dass der Junge an anhaltenden Halluzinationen in Form eines imaginären Freundes, den er John nennt, leidet. So, lass mich mal kurz das lesen, was ich aus Versehen übersprungen habe. Auf Codona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie, in die ich jeden Donnerstag gehe. Treffen wir uns doch am besten dort. Oh, und frage nicht nach Klaus. Den Namen benutze ich nicht mehr. Okay. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Gutes Vorurteil, ne? Oh, ein The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Wow. Sehr smalles Detail, hä? I'm not sure I want to hear its horrifying inhuman howl again. Ah, das war das von dem Geisterjäger. Uiuiui. Hier wurde irgendwas geklaut, okay. Ew. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best.
I'd be upset if he fell into the wrong hands. 1852, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. Die Mama? My mother spent some time to prove it was a fake. Ach so, ah. Hä, aber warum? Ah, wegen den Elfen. Ich sehe es. Warte, ich versuche es mal richtig zu drehen. So, guck mal, die ganzen rumfliegenden kleinen Elfchen. Aber ist voll gut gemacht. Holy moly. Für die damalige Zeit vor allem, ne? Brief von einem Richter. Sehr geehrter Mr. Holmes, für Ihre Unterstützung bei meiner jüngsten persönlichen Angelegenheit bin ich Ihnen zutiefstem Dank verpflichtet. Ich schaudere bei dem Gedanken daran, was alles hätte passieren können, wenn nicht Ihr gutes Auge und Ihr scharfer Verstand gewesen wären. Seien Sie versichert, dass Sie es, sollten sich unsere Wege wieder kreuzen, mit einem zutiefst dankbaren Freund zu tun haben. Ehrenwerter Richter McDougall. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Officer Luciano J. Placido. Oh, Placido. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Dated 24th of April, 1869. Carefully opened. Gerichtliche Vorladung. Mr. Mycroft Holmes. Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gerichtsverfahren gegen Dr. Otto Richter in der Sache Todesfall Mrs. Violet Holmes unter der Leitung des ehrenwerten Richters McDougall stattfinden wird. Ihrem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde stattgegeben. Zusätzlich möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Anklage in der Verhandlung gegen Dr. Richter Sie als Hauptzeugen angegeben hat. Sie haben sich zu den unseitig angegebenen Zeitpunkten am Strafgericht Cordona einzufinden. Oh, wurde sogar richtig gegen den ermittlert. Heute kann ich kein Deutsch. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. Ui, ui, ui. Der sieht ja auch fancy aus. Bisschen verrostet, aber... It's a pity how many amazing things are missing from this room. Stimmt, ne? I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Watkinson and Holman, Chapter 1. Das ist ein Joke. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace de Orham. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, Das ist if doch I ein remember Joke. correctly, you couldn't put this book down. Ich schreibe mir das mal auf. Das ist zu witzig. Bei 1,16. Ah! Watkinson und Holman. Okay. Witzig. Die Autoren machen sich auch die ganze Zeit über sich selber lustig hier, ne? Oh, ein Eisbär. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Mhm. Gut. Irgendwas haben wir noch übersehen. Ich meine, er steht hier ein bisschen im Weg, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. I'm not sure I want to hear its horrifying, inhuman howl again. Aber das sieht ein bisschen aus wie Cthulhu, oder? Aber voll.
When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days. Ja, lass mal machen. Ah, Wigwam. Wer sagt das denn bitte? Geht definitiv. Okay. Ah ja, okay. Wir müssen die Sachen wieder anpinnen. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Warum? Ah. Okay. Ah, da oben ist ein Zettel. Müssen wir jetzt die Leiter finden? Leiter. Da. Ah, okay, nevermind. Vielleicht müssen wir sie nicht finden. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Oh, okay. Das vielleicht noch? Bevor wir das machen. Das Gedankenspiel. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course.